1202 Tage, 82.700 Kilometer, 17 Länder. Die Panamericana ist weit mehr als eine Straße. Sie ist die ständige Konfrontation mit dem Unbekannten, pure Ehrfurcht vor der Natur und Begegnungen am Wegrand, die direkt ins Herz treffen. Doch diese Freiheit fordert ihren Preis. Hinter vielen Bildern stehen Herausforderungen, Momente der Erschöpfung und Zweifel. Was verbirgt sich hinter den Kulissen? Was würden wir heute anders machen? Und lohnen sich am Ende all die Strapazen? So war unsere Panamericana. Hola, schön, dass wir euch in diesem Video dabei haben dürfen. Hola. Wir wollen euch heute ein Fazit zu unserer Panamericana-Reise geben, denn ja, statt 2 geplanten Jahren waren wir ja 4 Jahre in den Amerikas unterwegs, haben da viel erlebt, viele Erfahrungen sammeln können und das wollen wir heute mit euch teilen. So viel schon mal vorweg, wir werden sicher nicht jedes Highlight ansprechen können oder jeden Ort, den wir besucht haben, denn es ist einfach viel zu viel. Ja. Und ja, es ist natürlich auch immer für jeden Reisenden anders in der Wahrnehmung. Also ich glaube, einige Orte, die uns richtig gut gefallen haben, haben anderen vielleicht nicht so gut gefallen oder andersrum. Ja, ich glaube, wir waren auch ein paar Mal ein bisschen enttäuscht. Aber so ist das auf jeder Reise und da wollen wir euch einfach unsere Erfahrungen, unsere Wahrnehmungen mitteilen. Und wie könnte das passender sein als hier aus unserem Van, mit dem wir auch die Reise gemacht haben? Ja, Jamie konnten wir vor 2 Tagen am Hafen in Antwerp abholen. Die Abholung, das war eine absolute Katastrophe, würde ich sagen. Wir haben mehrere Stunden da gewartet, bis wir Jimmy abholen konnten. Ich würde sagen, das war sogar noch viel schlimmer als in Südamerika jede andere Abholung vom Van. Aber egal, wir sind hier in Jimmy. Es ist noch ein absolutes Chaos. Hier liegen überall noch Dieselkanister, Taschen, unsere Trennwand ist noch drin. Aber wir wollten das Video machen, jetzt wo noch alles so ein bisschen frisch ist, wo wir noch, ja, ungefähr noch wissen, was wir erlebt haben in den letzten 4 Jahren. 2022 haben wir den Van von Hamburg nach Halifax nach Kanada verschifft und sind so endlich in diesen Traum gestartet. Es war ein ganz besonderes Gefühl. Diese Aufbruchsstimmung, das hat man so nicht so schnell. Ja, also das war in einem neuen Land bzw. im neuen Kontinent, so weit weg von zu Hause. Richtig spannend. Ja, also wir waren da einfach so richtig hoch motiviert. Wir wollten endlich einfach diese Reise erleben. Und nachdem wir diese ersten Unsicherheiten abgebaut haben, dann sind wir einfach in diese traumhafte kanadische Natur eingetaucht. Diese Weiten, die Wälder und klar, irgendwann kam dann der erste Elch und der erste Bär, diese ersten Tiersichtungen, wo wir so dachten, so ja, dafür machen wir das. Ja, aber auch schnell wurde uns klar, wie weit die Distanzen da in diesem Land sind. Also man muss sich vorstellen, wir sind ja einmal quer durchgefahren von der Ost- zur Westküste und das waren etwa 6000 Kilometer. Das ist eine Distanz, die kann man sich irgendwie nicht vorstellen. Im Vergleich dazu, man würde von Madrid nach Istanbul und wieder zurückfahren. Und das war eigentlich nur ein Weg, um da an die andere Küste zu kommen. Das war schon sehr wild, nicht? Ja, das ist auf der Panamericana ein ganz anderes Verhältnis einfach. Und ähnlich war es ja auch nochmal, als wir dann in den Norden, in den Yukon gefahren sind, wo es immer rauer, immer wilder wurde, immer weniger Zivilisation. Wo man einfach tagelang fährt. Ja, ich würde sagen, das war doch eine sehr schöne Zeit da im Yukon. Ja. Obwohl halt sehr viele Moskitos. Ja. Das war da auch sehr intensiv. Ja. Aber es ist ja nur ein bestimmter Zeitabschnitt, wo die so viele sind. Und dann bessert sich das und alles andere ist ja so toll. Ja, man hat sich nicht wirklich weit weg von zu Hause gefühlt. Die Mentalität ist ähnlich in Kanada. Und viele Leute, die auch selbst reisen.
Also von dem her, wir haben für den Start einen richtig guten Start gehabt in Kanada. Ja, auf jeden Fall. Und ähnlich wie in Kanada war es ja dann auch in Alaska. Es war nochmal so eine Superlative der Natur mit diesen massiven Bergen. Und ja, es war ja nochmal irgendwie verlassener, hatte man das Gefühl. Also der Teil von Alaska, den man tatsächlich mit dem Auto bereisen kann, das ist ja ein kleiner Teil von Gesamt-Alaska. Also wenn man sich das auf der Karte ansieht, das ist so surreal, was für einen kleinen Fleck man da eigentlich bereisen kann. Aber gleichzeitig war es auch ein Meilenstein für uns, so quasi, hey, am nördlichsten Punkt, das war zwar in Kanada, aber Alaska sieht man so als nördlichsten Punkt quasi an und ab da ging es nur noch Richtung Süden. Also, dachten wir. Das war der ursprüngliche Genau. Plan zumindest. Da gingen wir auch noch von 2 Jahren Reisezeit aus. Ja, aber auch da, also die Tierwelt, das war ja auch wieder so was Spezielles, denn zum ersten Mal haben wir diesen Lachsrun gesehen, also die Lachswanderung. Genau, die Lachswanderung. Ja. Und das war schon sehr interessant zu sehen, wie viele Tausende und Abertausende von Lachsen da waren und wie sich die Bären davon ernährt haben. Ja, mit Alaska war das ja unser erster Bundesstaat der USA. Da hatten wir auch eine richtig schöne Zeit, als wir dann eben runter in den Süden gekommen sind, Lower 48, wo wir hauptsächlich im Westen waren, aber auch im Inland. Da haben wir auch gemerkt, wie viele schöne Orte es gibt, abseits dieser klassischen Highlights. Denn oftmals hat man ja bei den USA vor allem die Nationalparks im Kopf, aber da gibt es ja so viele schöne Flecken, gerade wenn man mit dem Van reist, auch im Inland. Ich denke da Utah, New Mexico, Arizona, das ist ja wirklich so ein Outdoor-Paradies. Vor allem halt auch mit dem Van, da kann man ja gefühlt überall stehen. Da gibt es sehr viele Nationalparks oder Provincial Parks, wo man einfach, man bezahlt was, aber man steht mitten in der Natur alleine und das war schon sehr, sehr schön und sehr angenehm halt, das so erleben zu dürfen. Ja, weil es gibt ja auch die andere Seite der USA. Wir waren ja auch einmal etwa 3 Monate in Kalifornien. Und da ist das natürlich nochmal anders mit dem Van. Also das Freistehen ist da sehr schwierig. Es ist halt sehr dicht besiedelt. Und Campingplätze sind extrem teuer. Genau. Aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen, Kalifornien hat uns auch sehr gut gefallen. Da hatten wir eine Auszeit genommen. Hauptsächlich Surfen und Wandern mit Freunden zusammen. Das hat auch richtig gut getan. Ja, auf jeden Fall. Ein großes Fragezeichen war natürlich auch für uns die Einreise in die USA, denn normalerweise hat man ja so 90 Tage ohne Visum und das für so ein großes Land mit so viel traumhafter Natur ist schon sehr wenig. Und wir hatten ja auch kein Visum, aber wir sind insgesamt, was waren es, 5 Mal in die USA eingereist. Und jedes Mal, als wir darum gebeten haben, haben wir auch nochmal 90 Tage erhalten und das, obwohl der kürzeste Aufenthalt außerhalb der USA, da waren wir einmal für 15 Minuten in Mexiko und sind wieder zurück in die USA reingekommen und auch da haben wir nochmal 90 Tage bekommen. Ja, ich glaube, vielleicht heute sieht es ein bisschen anders aus, aber wir hatten da schon sehr viel Glück, würde ich sagen, aber ja, die Menschen waren auch sehr, sehr offen gegenüber dem, was wir machen. Also wir haben ja denen immer gesagt, wo wir hinwollen, was wir machen wollen, aber dass wir auch das Land wieder zu dem Zeitpunkt wieder verlassen wollen. Ob wir wie die letzten Jahre weltweit unterwegs sind oder uns in Europa aufhalten, eines bleibt für uns unverzichtbar, und zwar Sicherheit und Freiheit im Netz. Online stößt man nämlich oft viel schneller an Grenzen, als einem lieb ist, sei es durch unsichere öffentliche WLAN-Netzwerke oder durch Ländersperren beim Streaming. Und damit wir uns da keine Gedanken machen müssen, vertrauen wir auf das VPN von CyberGhost. Über 38 Millionen Nutzer weltweit vertrauen schon auf das VPN von CyberGhost und wir sind 2 davon. Das Prinzip ist simpel, aber genial. All eure Daten werden durch den verschlüsselten VPN-Tunnel geleitet. Dabei bleibt eure IP-Adresse verborgen und ihr seid online anonym und sicher unterwegs. Weder Hacker im öffentlichen WLAN noch euer Internetanbieter wissen, was ihr online so macht. Was uns unterwegs besonders wichtig ist, mit CyberGhost VPN können wir auch Geoblocking umgehen. Das heißt, wir können egal wo wir sind auf über 40 Streaming-Dienste wie Netflix, Disney Plus oder Amazon Prime zugreifen, als wären wir in Deutschland. Da man mit einem Account bis zu 7 Geräte gleichzeitig schützen und nutzen kann, haben wir CyberGhost VPN auf all unseren Laptops und Handys installiert. Aber man kann den Account auch mit Freunden und Familie teilen. Wenn ihr das auch mal testen wollt, haben wir ein richtig starkes Angebot für euch. Über den Link in der Videobeschreibung bekommt ihr 83% Rabatt und 4 Monate gratis. Umgerechnet kommt ihr damit auf 2,03 € im Monat. Und mit der 45 Tage Geld-Zurück-Garantie geht ihr auch kein Risiko ein.
Und dann sind wir das allererste Mal nach Mexiko mit dem eigenen Fahrzeug eingereist. Davor hatten wir schon ein bisschen Respekt. Also wir wussten ja nicht genau, was auf uns zukommen wird, wie wir da agieren sollen. Aber nachdem wir am ersten Tag schon unsere 2 goldenen Regeln gebrochen hatten, nämlich nicht in die Nacht zu fahren und nicht in der Stadt frei zu stehen, haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass die Menschen doch sehr entspannt sind und sehr freundlich sind. Und allgemein die Zeit auf der Baja California war für uns eine richtig gute Zeit. Ich meine, nicht umsonst haben wir unsere 2 Wochen auf 3 Monate auf der Baja verlängert. Wir hatten uns auch verabredet mit anderen Reisenden, die wir davor in Kanada und in den USA kennengelernt hatten, dass wir zusammen Weihnachten auf der Baja feiern. Und dann wurde die Baja für uns auch so zu einer Community-Zeit. Wir haben uns zu Weihnachten verabredet, haben teilweise Silvester zusammen gefeiert und dann sind wir noch weiter herumgekurvt auf der Halbinsel, immer in dieser Gemeinschaft von Reisenden. Und das war das hat diese Zeit so wertvoll gemacht. Und natürlich war ja die Baja auch sonst ein Wahnsinn. Ja, allgemein die Tierwelt, also was im Wasser unterwegs ist, das ist ja unglaublich. Wir haben tagtäglich sprengende Wale gesehen. Wir haben eine Bootstour gemacht, wo wir Hunderte von Mobilas gesehen haben, die da aus dem Wasser gesprungen sind und aufs Wasser geplatscht sind. Delfine, das war wirklich schon ein sehr magischer Ort und auch sehr speziell, weil man da gefühlt überall freistehen konnte an den schönsten Stränden. Baja war wirklich der perfekte Einstieg, auch für Mexiko und für alles, was dann weiter südlich in Lateinamerika kommen sollte. Wir sind ja dann nach diesen 3 Monaten doch irgendwann mal aufs Festland rüber. War gerade eine eher ungünstige Zeit, weil da auch gerade Unruhen waren in der Region wegen Kartellen. Aber wie so oft, allgemein beim Thema Sicherheit vor Ort ist es selten so wild, wie es von außen wahrgenommen wird. Und gerade auch in Mexiko, die Reisenden betrifft das selten, außer man ist gerade zu einer blöden Zeit am falschen Ort. Aber auch sonst hatten wir eben auch am Festland nie Probleme, was die Sicherheit angeht. Und auch Korruption war bei uns nie ein Thema. Man hört immer wieder davon, von korrupter Polizei, aber wir waren ja fast ein Jahr insgesamt in Mexiko und sind nicht einmal an korrupte Polizisten geraten. Wir wurden zwar schon täglich kontrolliert und angehalten, aber das ging immer sehr freundlich zu und her. Und wir haben uns auch nie irgendwie komisch gefühlt. Auch wenn wir an gewissen Regionen unterwegs waren, wo jetzt der 0815-Tourist nicht hingeht, also zum Beispiel die Küste Michoacans, was von Kartellen kontrolliert wird. Aber wir hatten da auch eine richtig tolle Zeit. Aber auch das Inland hat ja alles zwischen Wüsten- und Kakteenlandschaft über Hochebenen, Vulkanlandschaften und dann am Ende ganz im Süden Richtung Guatemala hin auch der Dschungel, der so dicht ist mit Affen und mit einfach dieser dichten Vegetation. Ja, also das Land ist ja unglaublich vielfältig und groß. Also man darf das nicht vergessen. Mexiko ist ein richtig großes Land. Und was aber auch bei Mexiko definitiv dazugehört, also klar die Kultur mit den Azteken und all den Völkern, die davor auch schon da waren, mit den Pyramiden und all diese Kulturstätten, die sie haben, aber auch die heutige Kultur, sei es jetzt kulinarisch, aber auch sonst, so wie die Menschen leben. Wir hatten da so schöne Begegnungen in Mexiko. Ich denke da gerade auch an die Dame zum Beispiel am Markt. Stimmt, ja. Bei Oaxaca. Wir sind am Ende einen Monat in der Region hängen geblieben, eigentlich wegen ihr. Ja. Also es ging da hauptsächlich um den Dia de los Muertos, ein wunderschönes Fest, was jedes Jahr in Mexiko gefeiert wird. Das ist aber schon sehr touristisch, würde ich sagen, da wo wir waren das erste Mal. Und dann haben wir diese Dame kennengelernt, wie die Jessie ja meinte. Und die hat dann gesagt, hey, kommt in einem Monat da und da zu diesem Friedhof. Das ist dann so das richtige mexikanische Dia de los Muertos Fest, wie wir es ja feiern. Wir sind dann tatsächlich dahin gefahren und wir waren überwältigt. Also was das für, also ich kann das gar nicht ausdrücken, das ist so speziell. Wir sind da reingekommen in diesen Friedhof, wir waren die einzigen Touristen und alle haben uns ein bisschen komisch angeschaut, meinten, ja kommt hierher. Und dann ging es schon los mit dem ersten Tequila. Wildfremde Menschen haben uns die Geschichten von ihren verstorbenen Menschen erzählt oder Verwandten erzählt und das war so speziell, dass man das so mit uns einfach so geteilt hat. So diese Offenheit, das haben wir vorher so noch nie gesehen. Und dann trafen wir auch tatsächlich diese Dame vom Markt wieder,
die mit ihrer Familie da war, mit den Kindern und den Großeltern. Und dann die Mariachis, die Musik gespielt haben. Es war ausgelassene Stimmung, Ja. das war für uns so grotesk. Das kennen wir Aber- gar nicht in Europa. Nein, das wäre ja unangebracht. Ja, in Mexiko laufen einfach einige Dinge anders. Aber was uns dieses Erlebnis und auch die Baja davor schon gezeigt hat, dass langsames Reisen einfach viel mehr zu uns passt. Also gerade ich hatte am Anfang der Reise ja schon das Gefühl, ich will jeden Fleck sehen, der irgendwo als Sehenswürdigkeit Jeden Stein. angedeutet wird. Jeden Stein, jedes Blatt. Ich hatte schon so dieses FOMO ein bisschen, dass ich nichts verpassen wollte. Und das habe ich, glaube ich, ab Mexiko wirklich ziemlich erfolgreich ablegen können, dass ich lieber, und ich glaube, das trifft auf uns beide zu, dass man lieber weniger sieht, dafür ein bisschen tiefer eintaucht oder eben auch Zeit für diese spontanen, ungeplanten Dinge hat, anstatt dass man durchhetzt und die Highlights abhakt und einfach nur halt ein Häkchen dran Ja. setzt. Wir sind dann weiter nach Zentralamerika gefahren und das erste Land war Belize. Und da würde ich sagen, das war so die erste große Enttäuschung dieser Reise. Zumindest für mich war es so, denn ich hatte mir Belize, man kennt es aus den Katalogen, wunderschöne Strände und richtig paradiesisch. Und für uns war das überhaupt nicht so. Also wir sind dann auch nicht irgendwie auf Inseln gefahren, weil uns das einfach alles zu teuer war. Ich glaube, ohne diese Experience auf die Inseln zu fahren, erlebt man wahrscheinlich auch nicht das Belize, was man so aus den Prospekten kennt. Und ich glaube, was auch dazu kam, wir haben da angefangen, ziemlich mit Dingen wie feuchter Hitze zu kämpfen, Moskitos und auch diese Sandflies, Sandfliegen, ja. Sandmücken. Und Reisemüdigkeit wurde da einfach auch ein Thema. Also, Ja, wir waren ja schon 2,5 Jahre unterwegs zu diesem Zeitpunkt und wir haben schon gemerkt, dass das halt schon sehr viel war. Also wir hatten ja schon so viel gesehen bis zu diesem Zeitpunkt und da haben wir ja auch das erste Mal überlegt, ob wir überhaupt diese Panamerikaner fertig fahren sollen oder nicht. Aber Guatemala hat uns da ein bisschen dagegen Rausgezogen. anhelfen können. Genau, es hat uns rausgezogen, denn das Klima war da relativ angenehm, gerade in den Bergen. Wir waren dann 1-2 Wochen offline, waren viel wandern, viel unterwegs, einfach so für uns. Guatemala war für uns sehr speziell, weil die Menschen sich noch sehr traditionell ankleiden. Die Kultur ist sehr farbenfroh, sehr anders, als was wir in den letzten 2,5 Jahren gesehen hatten. Mexiko war da schon ähnlich, also Ging in die Richtung. in einigen Orten, aber sonst Guatemala, das ist wirklich ein komplett anderes Land. Ja, und was mir auch sehr schön in Erinnerung bleibt, uns beiden, und dass wir eben Kaffeeplantagen besucht haben und mit den Bauern in Kontakt kamen. Und das zog sich dann auch so weiter durch Zentralamerika Ja. und eigentlich auch weiterhin dann auf der Reise in den Regionen. Und auch da einfach so diese anfängliche Verschlossenheit der Leute, die sich dann in diese Freundlichkeit umgekehrt hat, Ja. das war sehr, sehr schön. Ja, und dann auch Antigua, wo wir wieder Reisende getroffen haben. Weil das war ja auch lustig, nachdem wir das zweite Mal nach Mexiko eingereist sind, waren wir, glaube ich, mehr oder weniger meistens alleine unterwegs. Also wir haben sehr selten wieder andere Reisende getroffen und in Antigua war es so das erste Mal wieder eine Community von anderen Reisenden zu treffen, die halt nicht nach unten gefahren sind, sondern Richtung Norden. Ja, das war eine schöne Zeit da auch. Und gerade bei Antigua, da bin ich ja auf den Acatenango hoch, von wo aus man diesen vulkanspeienden Fuego sehen konnte. Das bleibt mir auf jeden Fall auch besonders in Erinnerung. Du hattest währenddessen ja auch eine gute Zeit in Ich dieser hatte auch eine Community gute da. Zeit, ja. Aber ich bin da nicht auf den Berg Nee, hochgelaufen. du hattest anderes zu tun. Ja. Ja, wir hatten ja da auch in Zentralamerika das Thema mit der Regenzeit und ein bisschen einen Wettlauf gegen die Zeit, denn wir wollten zum einen eben nicht in die Regenzeit kommen und wir hatten auch langsam also konkretere Pläne, was die Verschiffung angeht. Nach Panama kommt man mit dem Auto ja nicht weiter wegen des Darien Gap, also muss man dann verschiffen. Und so hatten wir relativ wenig Zeit für die anderen Länder. Also wir waren überall noch mal ein paar Wochen, aber nicht so lange, wie es die Länder eigentlich verdient hätten. El Salvador waren die Leute zwar richtig Sehr freundlich, man hat richtig gemerkt, wie das Land so aufblüht nach den Änderungen der letzten Jahre oder wie sich zumindest so eine gewisse Stabilität eingerichtet hat. Da waren wir auch noch mal surfen. Honduras, da hatten wir ja auch eher so ein... Ja, es ist ein komisches, mulmiges Gefühl, aber auch da waren die Leute sehr hilfsbereit. Da waren wir leider auch beide ziemlich krank, wir waren beide im Spital und da haben wir auch
diese Freundlichkeit zu spüren bekommen und dass man sich auch um uns gekümmert hat während der Zeit. Wir waren da mitten in irgendeinem Dorf, weit weg von allem. Von allem eigentlich. Konnten dann aber auch nicht tauchen gehen, das war ja unser Plan. Aber wenn man bedenkt, dass die meisten einfach nur durchfahren in einem Tag, da hatten wir ja doch einiges mehr Zeit da. Ja. Dann ging es nach Nicaragua, wo der Grenzübergang ja ein bisschen berüchtigt ist. Ja. Also Nicaragua ist ja doch politisch ein eher schwierigeres Land. Aber auch hier merkt man es als Reisender in den wenigsten Fällen. Also gerade so im Alltag überhaupt nicht. Was war, dass die Grenze einfach sehr strikt war, Regeln hatte, die andere nicht haben. Also ja, gerade so sehr viel kontrolliert wurde, ja. Intensiv kontrolliert wurde. Aber sonst würde ich sagen, war auch eine schöne Zeit. Waren wir da auch auf Ometepe, oder? Ja, war genau. diese Insel, das war auch eine richtig schöne Insel, wo wir Kaimane gesehen haben. Man darf sich nicht verängstigen lassen von den Kommentaren oder von den Berichten, die man ab und zu hört. Ja klar, ein bisschen informieren sollte man sich schon, aber man sollte offen in die Länder reingehen. Und die Politik wird ja nicht immer 1:1 von den Menschen auch gelebt. Genau. Und Landschaften und Natur haben ja auch damit nicht zwingend viel zu tun. Also man darf vielen Ländern gerne eine Chance geben, die von außen erstmal nicht so einladend wirken. Mit einem schlechten Ruf hat Costa Rica auf jeden Fall nicht zu kämpfen. Das gilt ja allgemein als sehr sicher und als wunderschönes Reiseziel. Und ja, ich glaube, für einen Urlaub trifft das absolut zu. Aber es ist gefühlt alles ein Touristen-Hotspot. Überall muss man zahlen, wenig kann man auf eigene Faust erkunden. Sehr oft muss man Touren buchen, um wohin zu kommen. Sehr viele Menschen auch. Ja. Und das war davor eigentlich überhaupt nicht so. Ja, es war ein komplett anderer Kontrast und die Natur ist ja der Wahnsinn in Costa Rica. Also es ist nochmal so viel dichter, auch mit den Tieren. Wir haben Faultiere gesehen, 20 Meter von unserem Van auf dem Campingplatz. Tukane sind über uns geflogen, die Affen, die Strände waren ja traumhaft und Giftpfeilfrösche hatten wir ja auch noch direkt bei uns. Also wir haben wirklich Sachen gesehen, die wir sonst nicht gesehen haben. Auch die Krokodile. Oh ja, stimmt. Unter der Autobahn. Ja, also wirklich schon wirklich beeindruckend. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte mich auf Costa Rica auch richtig gefreut, auch mal sicher zu stehen, irgendwo am Strand zu stehen. Aber wenn man da auf Iowa-Länder schaut, da sieht man immer wieder Überfälle an den Stränden. Ja, man fühlt sich allgemein gar nicht sicher, wenn man im Van unterwegs ist. Also im Hotel, wenn es richtig angenehm ist. Wenn man nachts auch runterkühlen kann. Ja, ich glaube, das war allgemein bei uns in Zentralamerika, dass wir mit der Hitze zu kämpfen hatten. Denn schlussendlich ist es eine Kiste, egal wie gut das isoliert ist. Das heizt sich auf während dem Tag, die Hitze kommt nicht raus. Wir haben sehr oft auch mit offener Tür geschlafen. Man schläft dann allgemein nicht gut. Also man schläft unruhig, es ist warm, man schläft weniger. Am nächsten Tag wird es noch schlimmer und das über Wochen und Monate ist dann schon sehr, sehr anstrengend. Also nicht, dass es nicht schön ist, aber es ist halt einfach sehr anstrengend. Das kam ja dann sowieso unsere Verschiffung, das war irgendwann mal festgegeben. In Panama konnten wir dann auch gar nicht so viel sehen, weil wir eben schon so knapp in der Zeit waren. Und es fing auch die Regenzeit an. Da haben wir das erste Mal auch gemerkt, wie es ist, in der Regenzeit unterwegs zu sein. Diese Feuchte, dieses einmal kurz eine Stunde durchregnen und dann kommt diese ganze Feuchte raus aus dem Boden. Das war überhaupt nicht schön. Also ich frage mich immer noch, wie Leute da überhaupt leben wollen, freiwillig. Für uns war es dann aber genau der richtige Zeitpunkt, um von Panama nach Uruguay zu verschiffen. Genau, denn wir haben uns ja entschieden, langsamer zu reisen. Wir haben gemerkt, dass wir einfach nicht schnell runterhetzen wollen, um im Sommer in Ushuaia anzukommen. Also im Dezember. Sommer. Genau, im Dezember. Also haben wir gesagt, wir drehen den Spieß um, verschiffen nach Uruguay, haben dann eine kürzere Strecke, um an den südlichsten Zipfel zu kommen, um da im Sommer zu sein. Und dann können wir uns mehr Zeit lassen, um wieder in den Norden zu fahren. War auch die richtige Entscheidung, obwohl bei der Verschiffung ja eigentlich auch einiges schief lief. Ja, es lief einiges schief, wobei wir eine gute Zeit in Buenos Aires hatten. Wir mussten ja 2 Monate auf unseren Van warten. War auch so eine Sache, die man halt nicht planen kann. Also gewisse Sachen laufen auf so einer Reise halt schief oder nicht nach Plan. Und auf der anderen Seite hat uns das wieder so ein bisschen
einen Schub gegeben, denn als wir wieder da losgefahren sind, sind wir quasi mit der neuen Welle, die Panamerikaner von unten nach oben gefahren sind, gestartet. Und die waren halt alle voll motiviert, voller Elan. Und wir waren da schon ein bisschen, ja, ich will nicht sagen durch mit der Reise, aber wir waren schon ein bisschen gesättigt. Ja, und es war ein bisschen ähnlich wie im Norden, als wir in die Reise gestartet sind, wo sich so ein bisschen so eine kleine Gruppe gebildet hat an Reisenden, die sich dann unterwegs in den ersten Monaten kennengelernt haben. Und auch da haben wir uns dann wieder zu Weihnachten getroffen, und zwar am südlichsten Zipfel, am Ende der Welt quasi. Zu Weihnachten in Ushuaia. Weihnachten und Neujahr haben wir zusammen verbracht. Vor allem hatten wir auch die Befürchtung, dass der Weg von Buenos Aires bis Ushuaia sehr langweilig sein würde. Und das war im Gegenteil. Also wir haben da gefühlt, jeden Tag konnte man irgendwas anschauen, wenn man wollte. Wir haben da auch wieder, oder das allererste Mal in unserem Leben, Pinguine gesehen. Ja! Die sind ja da... Die sind stinkfrech da rumgewaschelt. Ja. Und da hatten wir auch unsere erste richtige Panne mit dem Fahrzeug. Da mussten wir abgeschleppt werden. Das war bis zu dem Zeitpunkt nie der Fall. Also wir sind immer von alleine weitergekommen. Und da ging es halt einfach nicht mehr weiter. Der Keilriemen hatte sich von der Spannrolle gelöst. Wir sind dann 400 Kilometer. Alle 10 Kilometer mussten wir rechts anhalten, den Keilriemen nochmals raufspannen und bis zur nächsten Stadt. Aber ich glaube, dadurch, dass wir das mit den Distanzen schon ein bisschen kannten, kam es uns eben nicht so endlos und leer vor, sondern es war halt schon ein bisschen normaler für uns, dass man ein paar hundert Kilometer fährt bis zum nächsten Halt, wo es dann was zu sehen gibt. Aber es war, wie gesagt, man war nicht komplett alleine. Da kamen ja immer wieder Städte, man konnte immer wieder was Neues sehen. Wir hatten wunderschöne Stellplätze, auch teilweise so an der Küste. Und von dem her war es dann eigentlich auch schön, in Ushuaia anzukommen, am anderen Ende der Welt. Auch wieder ein Meilenstein für uns, da zu stehen in dieser Stadt. Eigentlich hatten wir das so geplant, dass das ja das Ende unserer Reise quasi sein hätten sollen. Aber das war ja dann quasi nochmals der Start von der zweiten Reise quasi. Genau. Es war schon seltsam. Ja. Und ich glaube, das hat uns echt gut getan. Ja. Und allgemein auch dann durch Patagonien, da reist man ja oft zwischen Argentinien und Chile hin und her, weil die Grenze führt den Anden entlang, und genau links und rechts von der Grenze liegen auch immer diese Sehenswürdigkeiten, die Orte, die man besuchen möchte. Also sind wir da oft hin und her gehoppt, hatten viele, viele Grenzübergänge. Manche waren super easy, manche waren strenger. Wir wurden auch ein paar Mal durchsucht. War teilweise anstrengend, aber es war es schon wert, weil es gab da wirklich auch wieder so unglaubliche Orte, die uns ein bisschen auch an den Norden erinnert hatten. Also man hat da wieder diese Berge, diese Waldtäler, Seen. Es war trotzdem alles anders, auf jeden Fall. Da waren wir auch richtig fit. Wir sind da jeden Berg quasi hochgelaufen. Ja, haben da so ein bisschen auch so die Touristen-Hotspots besucht, die aber auch wunderschön waren. Und auch die Tierwelt, meine ich, in Patagonien war ja unglaublich. Jetzt abgesehen, dass wir nochmals Pinguine, die Königspinguine gesehen haben, springende Delfine zu Hunderten, aber auch Wale, aber auch unseren ersten Puma in freier Natur zu sehen, das war auch so ein Erlebnis. War der Wahnsinn. Ja. Und ich glaube, die Zeit da unten hat uns richtig gut getan. Wir mussten viel fahren, auf jeden Fall. Aber dadurch... Und die Straßen waren teilweise wirklich, wirklich miserabel. Ja. Also Carretera Austral, das ist wirklich, ich weiß, die wird jetzt nach und nach asphaltiert, es wird besser, aber ich weiß noch, dieser eine Abschnitt war der Horror. Sie war schon sehr schlecht, aber ich glaube, die Natur hat das schon so kompensiert. Also die Aussichten, diese blauen Seen. Also ich habe mich richtig wohl da unten gefühlt. Ja. Man konnte überall frei stehen. Das war schon sehr speziell. Ich denke so, der Weg hoch, wir waren fast nie alleine. Also wir hatten gewisse Abschnitte, wo wir alleine unterwegs waren. Aber man hat sich immer wieder mit anderen Reisenden getroffen, die halt auch so langsam wie wir unterwegs waren. Zum Glück, weil sonst wären wir komplett alleine gewesen. Ja. Und das war schön, einige Sachen mit ihnen erleben zu dürfen, wie zum Beispiel auch die Puna-Ebene, die wir zusammen erleben durften. Das war ja auch auf dieser Hochebene auf etwa 4000 Meter, wo wir geplant eine Woche hatten. Und dann wurden es über 2 Wochen, da ging uns das Gas aus, wir hatten keine Lebensmittel mehr. Wir haben uns, glaube ich, die letzten 3 Tage nur noch von Nudeln ernährt. Aber das war schon sehr einmalig da oben, diese Natur zu
zu besuchen. Und es war auch so ein bisschen unser Einstieg in dieses Altiplano, in diese Hochebene in den Anden, die sich ja eigentlich weiterzieht, auch durch Teile Chiles und dann nach Bolivien rein. Also da waren wir ja auch, also die Vegetation ist ja da komplett anders, oder es gibt fast keine Vegetation mehr. Und diese Landschaften mit diesen Vulkanen und diese Wüsten, die es da oben gibt. Und trotzdem sind da überall diese Vicuñas und die vielen Flamingos. Und es war schon, also gerade diese Puna-Ebene im Norden Argentiniens hat uns wirklich gefesselt. Aber klar, auch die Atacama-Wüste zum Beispiel, gerade vor allem in Nord-Chile bei San Pedro de Atacama, das war ja auch sehr besonders, nochmal da zu sein. Ich glaube, San Pedro de Atacama war für uns sehr besonders, weil wir vor 10, 11 Jahren mal da waren als Rucksacktouristen und da kam ja auch mehr oder weniger die Idee, irgendwann mal die Panamerikaner vielleicht mit einem Fahrzeug zu bereisen. Das war schon sehr speziell zu sehen, wie sich das verändert hat in der Zeit. Dann kamen wir nach Bolivien rein und das Land ist ja super spannend. Also es erinnert uns ein bisschen an Guatemala, besonders dahingehend, dass da auch diese indigene Kultur immer noch so präsent wird und auch bis heute noch so gelebt wird. Ein sehr, sehr spannendes Land und wir dachten uns auch, diesmal mit dem Van würden wir nochmal andere Ecken kennenlernen, in die man sonst nicht so gut hinkommt. Aber auch wie ein paar andere Länder auf der Route kämpft auch Bolivien manchmal mit gewissen Problemen, gewissen Thematiken und es kann sehr schnell umschlagen, je nachdem wie die politische Lage gerade ist. Und als wir da waren, herrschte auch wieder mal eine Welle von Diesel- und Benzinknappheit. Das heißt, dass man mit dem Van überall hinkommt, wo man hin will, war nicht ganz so einfach. Da musste man schon ein bisschen mehr vorausplanen. Also wir hatten uns ja auch extra Dieselkanister gekauft. Die hatten wir in Chile aufgefüllt. Also wir hatten, glaube ich, 50 Liter Diesel mit dabei. Das hatten wir auf der gesamten Reise. Wir hatten keinen einzigen Kanister mit dabei. Und wir haben es schon gut vorbereitet, aber wenn man dann vor Ort ist, wie Jessie meinte, können sich die Dinge sehr schnell ändern und das war auch bei uns so der Fall. Auf einmal gab es sehr viele Straßenblockaden, wir mussten aber nach La Paz fahren, weil Jessie aus familiären Gründen nach Europa fliegen musste und ja, der Weg von Uyuni dann nach La Paz, das war schon sehr heftig. Also zumindest habe ich so das wahrgenommen mit diesen Straßenblockaden. Meistens war es einfach okay, man musste ein bisschen warten, aber bei der einen Straßenblockade war die Stimmung schon sehr aufgeheizt, die Leute waren sehr aggressiv. Ich wurde ziemlich übel angemacht, mir wurde auch gedroht, dass ich mich am besten verpissen soll, denn sonst würde mir was passieren und das war schon sehr unangenehm und ich würde sagen, das war das allererste Mal auf der Reise, wo ich Angst hatte, also dass irgendwas passieren könnte. Keine schöne Zeit. Nein, und es ist auch wirklich schade, denn das Land hat ja so viel mehr zu bieten. Auch die Menschen, sie sind anfangs reserviert und ein bisschen skeptisch, aber sie tauen dann auch auf und wir haben ja auch so viel von den Menschen da auch erfahren über ihr Leben, wie sie mit diesen Themen eben umgehen, wie sie das in ihrem Alltag beeinflusst. Und am Ende waren sie auch alle total freundlich und wir hatten trotzdem eine schöne Zeit. Ja, auf jeden Fall. Also es war richtig schön. Also die Landschaft ist ja auch ein Traum da oben. Genau, wir sind ja dann noch die Todesstraße gefahren. Wir sind da auf den Hexenmarkt gegangen. Es war schon sehr speziell. Also Bolivien hat sehr spezielle Ecken, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall auch ein Land, wo ich gerne nochmal hinwollen würde. Denn wir haben ja eben auch ein paar Ecken auslassen müssen wegen der Situation, die da gerade vor Ort war. In Peru haben wir uns vor allem im Süden in den Bergen aufgehalten. Da war auch nochmal diese Inka-Kultur so präsent und die Anden hatten da auch nochmal so eine ganz eigene Form und Farben und das war... Ja, diese Rainbow Mountains, die wir besucht haben, die auch sehr speziell waren. Und dann haben wir auch ziemlich viel Zeit rund um Cusco verbracht, also in diesem heiligen Tal, aber auch in Cusco selbst. Die Stadt hat uns richtig gut gefallen, also kann man sehr gut essen gehen, da kann man sehr vieles unternehmen. Und dann ging es auch langsam so wieder an die Küste ran. Wir wollten so in das Gebiet Nazca reinkommen und dann die Küste entlang in den Norden hochfahren, denn es hieß auch hier wieder, dass langsam die Regenzeit kommt und der Winter auch langsam kommen sollte, also es sollte richtig kalt werden. Ja, auch Schnee, also als wir da Richtung Berge eigentlich steuern wollten, hieß es dann, es fängt an zu schneien. Also ich war dann irgendwann mal auch durch mit der Höhe. Ich hatte auch so gegen Ende ziemlich zu kämpfen mit der Höhe. Also ich hatte
immer wieder Kopfschmerzen, mir ging es nicht gut. Und da war ich dann auch froh, dass wir dann gesagt haben, okay, wir fahren vor allem jetzt Peru die Küste entlang, obwohl man ja auch nicht so viel Gutes gehört hatte davon. Also man wusste nicht genau, auf was man sich einlassen würde. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten eine gute Zeit auch an der Küste. Wir haben ein schönes Plätzchen an einem Strand gefunden, waren da auch surfen. Und ich glaube, mir hat das auch gut getan, um auch runterzukommen. Die Meereshöhe hat ja, die Meereshöhe hat mir auf jeden Fall gut getan. Ich glaube, für den Körper ist das nämlich schon anstrengender, als man denkt. Auch wenn wir immer darauf geachtet haben, langsam in die Höhen zu kommen, keine großen Höhenunterschiede zu machen, wenn möglich. Das sollte man auf jeden Fall schon nicht unterschätzen. Das andere war, was mich an Peru so ein bisschen gestört hat, unendliches Haus auf der Straße. Das war nicht auszuhalten, aber auch Korruption war da das zweite Mal ein Thema. Das erste Mal hatten wir da in Argentinien mit korrupten Polizisten zu tun und das zweite Mal war es in Peru. Da sogar zweimal. An Orten, wo wir dachten, hey, hier wird sicherlich keine korrupten Polizisten haben. Wir dachten ja immer nur Mexiko. Ja, irgendwie waren wir darauf gar nicht so eingestellt. Dieses Thema Korruption, das kommt ja immer wieder vor auf so einer Reise, ob jetzt Panamericana oder auch in anderen Regionen der Welt. Im Endeffekt, wenn man in der Situation ist, also für uns war es auf jeden Fall unangenehm. Man fragt sich, ja, verhält man sich jetzt richtig? Es ist auf jeden Fall immer richtig, sich höflich zu bleiben, freundlich zu verhalten, keine quasi Angriffsfläche zu bieten, eher deeskalierend. Und im Endeffekt aussitzen, abwarten, genau. ja. Also man hat ja die Zeit quasi, die müssen dann irgendwann mal nach Hause oder haben auch keinen Bock, ewig lange mit einem zu diskutieren und dann löst sich das meistens auf. Ja. Von dem her. Ja, ein Tipp vielleicht noch, genau deswegen haben wir auch Kopien von unseren Ausweisen, die wir dann jeweils immer bei Polizeikontrollen aushändigen. Dann haben sie nicht so was Festes wie einen Pass in der Hand. Ja, bei einer Kopie kann man schlimmstenfalls auch wegfahren. Ja. Am Ende blieben nur noch Ecuador und Kolumbien. Und ja, da haben wir langsam so gemerkt, dass die Reise langsam zu Ende geht. Aber wir sind auch da wieder in die Regenzeit gekommen, denn wir sind halt auch von unten nach oben viel zu langsam unterwegs gewesen. Und wir haben dadurch auch sehr vieles nicht gesehen in Ecuador. Also wortwörtlich, wir standen davor und haben es nicht gesehen, genau, weil die Wolken so dicht waren. Es war immer regnerisch, also wir hatten mindestens einmal am Tag hat es geregnet, es war kalt, es war feucht, aber man hat schon das Potenzial von Ecuador rausgesehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also gerade diese Vulkanlandschaften, diese Dichte an Vulkanen, das ist schon besonders, wenn man es denn mal sieht. Aber da war es ein bisschen ähnlich wie in Costa Rica in der Wahrnehmung, insofern, dass man nicht so viel individuell entdecken kann. Also schon vieles, es war bei weitem nicht so extrem wie in Costa Rica, aber viele Orte konnte man nur über eine Tour besuchen. Also ich wollte zum Beispiel auf einen Berg hoch, wo es eigentlich kein Problem gewesen wäre, sich da alleine zu bewegen, aber es ging nur mit Tour und die hat sehr viel gekostet und dann fängt man an abzuwägen. Und auch, also allgemein Ecuador und Kolumbien sind sehr dicht besiedelte Länder. Da war es dann auch vorbei quasi mit Freistehen. Wir haben nur noch sehr selten freigestanden, wenn dann vielleicht an einer Tankstelle, weil uns da auch bezüglich der Sicherheit immer wieder gesagt wurde, auch von den Einheimischen, dass man nicht unbedingt irgendwo freistehen sollte. Gerade je nach Gebiet vor allem. Ja, weil auch da gewisse Gebiete sind, die man halt vielleicht meiden sollte. Aber auf der anderen Seite auch sehr schöne Länder, würde ich sagen. Beide. Also. Und auch wieder super freundliche Menschen. Also wir sind ja auch in Quito, sind wir wieder mal hängen geblieben ein bisschen, aber freiwillig. Wir wollten 2-3 Tage bei Quito bleiben, aber auf dem Campingplatz haben wir so tolle Menschen getroffen, dass es dann fast 2 Wochen wurden. Wir haben uns ja auch parallel schon mit der Verschiffung befasst und dann wurde auch ein Timing mal festgelegt, wann die stattfinden soll. Aber dieses Gefühl von Community war uns da wieder so viel wert, dass wir gesagt haben, okay, dann haben wir ein paar Tage weniger, um unterwegs zu sein, aber da wollen wir das einfach erleben. Ja. Da haben wir auch noch mit ein bisschen mehr Zeit gerechnet, als wir dann am Ende hatten. Aber ich glaube, das war eine richtig schöne Zeit da auf jeden Fall. Und Kolumbien hat uns eigentlich von der ersten Sekunde
fasziniert. Die Menschen waren nochmals extrem freundlicher. Ja, Sie so waren herzlich. sehr neugierig, was wir machen, woher wir kommen. Dankbar, dass wir das Land besuchen und ja, auch das Essen Oh ja. war sehr gut und auch eher ein günstiges Land, würde ich sagen, aber auch sehr fortschrittlich. Und man darf auch nicht vergessen, also Kolumbien ist nicht unbedingt ein großes Land, aber um sich von A nach B zu bewegen, braucht es extrem viel Zeit. Also wie 200-300 Kilometer ist man vielleicht schnell mal 8 Stunden unterwegs. Bei Kolumbien ist es auch ähnlich, dass Leute, die viel Zeit da verbracht haben, die schwärmen von dem Land. Und wir haben uns schon gedacht, dass so von dem, was wir von anderen Reisenden gehört haben, dass uns das echt gefallen könnte. Also wir haben uns da ziemlich viel rausgesucht, vor allem in den Bergen, weil wir wussten, dass da das Klima ein bisschen angenehmer ist. Und Auch wir die Kaffeekultur war da ja auch nochmal ein Thema. Und deswegen wollten wir uns da vor allem also eigentlich recht viele Orte noch angucken. Dann gab es ja mit der Verschiffung Komplikationen und deswegen wurde unser Verschiffungstermin einiges nach vorgelegt, wodurch wir dann weniger Zeit hatten. Aber trotzdem genau. Wir hatten noch dazu entschieden, Jimmy nochmals quasi aufzufrischen. Der hat ja eine Komplettlackierung bekommen. Das hat dann natürlich auch länger gedauert als geplant. Von dem her, da kam halt einfach sehr viel zusammen. Ja. Wir hätten gerne mehr von Kolumbien erlebt, ging aber nicht. Und dann musste man sich schon wieder mit dem Ende befassen. Ja, ich weiß nicht, wie man Kolumbien richtig zusammenfassen soll. Wir sind in diese Reise gestartet mit dem Gedanken, dass wir 2 Jahre unterwegs sind und dass so viel Zeit ist, dass wir einfach jede Ecke der Amerikas entdecken können. Aber dem war auch nach 4 Jahren nicht so, sondern im Gegenteil. Wir haben dann nur gemerkt, wie viel mehr es zu sehen gäbe und wir haben eigentlich noch mehr Lust bekommen, wieder gewisse Ecken zu besuchen und näher kennenzulernen. Was wir auf jeden Fall auch gelernt haben, es ist nicht die Menge an Orten oder Sehenswürdigkeiten, die eine Reise ausmachen, zumindest für uns nicht, sondern uns gibt es viel mehr, wenn wir auch mal länger an einem Ort sein können, diesen Ort näher kennenlernen können oder auch eben auch die Menschen näher kennenlernen können. Ich glaube, die schönsten Erinnerungen habe ich nicht unbedingt an den Orten, wo wir waren. Klar, es waren unglaubliche Orte, die wir besucht haben, aber es war die Zeit, die wir mit Menschen, anderen Reisenden verbracht haben, die mir diese Reise eigentlich zu dem gemacht hat, was sie schlussendlich war. Also dieses Gefühl zu haben, ja, diese Community, die verschiedenen Aspekte von den Leuten, die da in diesen Ländern auch leben, also das wird mir auf jeden Fall viel mehr bleiben als der Stein XY, den wir da gesehen haben. Ja, und auch was die Sicherheit angeht. Von außen wirkt es immer dramatischer, als es dann vor Ort ist. Und als Reisender ist man ja meistens außen vor, außer man ist eben zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber wir haben uns auf der Reise bis auf ein paar wenige Ausnahmen immer sicher gefühlt und ja. Also wir hatten eine sehr schöne Zeit. Ja. In 4 Jahren hatten wir keine großen Vorkommnisse und wir schätzen uns da wirklich sehr glücklich und ich würde sagen im Gegenteil, diese 4 Jahre haben uns viel mehr Vertrauen in die Menschen gegeben, denn immer wenn wir ein Problem hatten, waren auch Menschen da, die uns geholfen haben. Ja. Ich will vielleicht nicht mehr nochmals die ganze Panamerikaner befahren, aber ich will auf jeden Fall einige Länder nochmals besuchen gehen. Vor allem, ich würde sagen Nordamerika, Kanada, Alaska, USA, vielleicht nicht zum jetzigen Zeitpunkt und auch Mexiko wären Länder, die ich auf jeden Fall gerne nochmals besuchen würde, auch mit dem Van. Ja, ich glaube, für mich wäre jetzt auch der Norden Südamerikas nochmal spannend, aber vielleicht nicht unbedingt sofort. Also ich glaube, wir müssen auch mal... Vielleicht auch nicht mit dem Van. Vielleicht auch nicht mit dem Van. Ich glaube, wir müssen auch ein paar Dinge einfach mal noch sacken lassen, sodass wir wieder Kapazität haben, auch wieder auf Neues oder wieder auf dieses Aufregende auch. Ich glaube, im Norden Nordamerikas, da hat man ja viele diese Weite und diese Ruhe. Das ist auch ähnlich wie in Südamerika, also in Patagonien. Das ist auch sowas, was ich vielleicht auch nochmals bereisen würde, weil man halt auch diese Freiheit, dieses Alleine hat. Ja, aber wenn ich zurückgehen könnte, finde ich, haben wir es schon richtig gemacht. Ja. Es gibt ein paar Learnings, die ich für ein nächstes Mal draus ziehen würde, also zum Beispiel Thema Reisemüdigkeit oder dass man das Gefühl hat, man muss alles sehen. Ich glaube, da haben wir jetzt gelernt, dass man das ein bisschen anders machen könnte, das ein bisschen ruhiger angehen lassen.
vielleicht auch mehr Pausen einzulegen. Genau. Also, dass man halt vielleicht ein halbes Jahr reist und dann ein paar Monate wieder nach Hause geht, um halt auch all das Erlebte zu verarbeiten, weil es sind ja so viele Eindrücke tagtäglich. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch das, was viele Leute oder viele Reisende damit zu kämpfen haben, wenn sie so lange unterwegs sind. Und wir hatten immer die Vorstellung, man muss das in einem Zug durchmachen, aber muss man ja eigentlich auch nicht. Man kann ja das Auto irgendwo stehen lassen und dann wieder dahin zurückkommen und die Reise dann fortsetzen. Insofern, ja, die Panamericana bringt ihre Herausforderungen mit sich. Aber es erwarten einen da auch so viele wundervolle Erlebnisse. Also wenn ihr auch so eine Reise plant, wartet nicht auf den perfekten Moment, denn den gibt es ganz einfach gar nicht. Der richtige Moment ist der, in dem ihr einfach losfährt. Ja, wenn euch die Bilder genauso gut gefallen haben wie uns, die es live miterlebt haben, stöbert doch gerne durch unseren Kanal durch. Da findet ihr noch viel weitere Videos und Informationen zur Panamericana. Genau, und vergesst unbedingt auch nicht, bei CyberGhost vorbeizuschauen. Über den Link in der Videobeschreibung bekommt ihr 83% Rabatt und 4 Monate gratis. Das heißt, ihr zahlt gerade mal 2,03 € im Monat und könnt damit eure Verbindung sichern und online streamen, als wärt ihr zu Hause. Und das komplett risikofrei dank Geld-Zurück-Garantie. Ja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert doch gerne den Kanal, liked das Video, hypt das Video, kommentiert fleißig. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare, gerne beantworten wir sie. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Hasta luego! Hasta luego!